Hallo zusammen! Diesmal möchten wir euch die Corpuls CPR Gurtspinne vorstellen. Verena, sag uns doch mal ganz kurz, was die Spinne so besonders macht. Meistens hat man das Problem, dass hier einfach ein Gurt läuft, hier ist alles frei und man kann es ideal mit dem Corpuls CPR verwenden. Ich würde sagen, Andi, wir schauen uns das Ganze mal im Detail an. Was wir sehr gut erkennen können, ist das zentrale Element, der Beckengurt. Von dem laufen die beiden grauen Schultergurte nach oben, hier auch mit den beiden Abstandshaltern. Am Beckengurt selbst lassen sich die Arme fixieren mittels dieser Handschlaufen. Hier unten erkennen wir noch die beiden Beinschlaufen. Bei den Abstandshaltern ist wichtig, dass diese nach außen zeigen, damit die Schultergurte auch wirklich außerhalb der Therapiezone fixiert werden. Beim Anlegen hilft hierbei der kleine Merkspruch Pin zum Kinn. Und Andi, ich würde sagen, wir legen es jetzt auch mal an, oder? Sehr gern. Wir wollen euch jetzt das Umlagern des Patienten auf das Spineboard mittels Lift-and-Slide-Technik zeigen. Dazu muss die Therapie nicht unterbrochen werden und wir können die Gurte zum Anheben benutzen. Wenn alle bereit sind, auf sein Kommando. 3, 2, 1. Nachdem wir unseren Patienten jetzt umgelagert haben, möchten wir im nächsten Schritt die Fixierung angehen. Diese zeigen wir euch nun einmal im Schnelldurchlauf. Was wir gerade im Schnelldurchlauf gesehen haben, schauen wir uns jetzt Step by Step an. Als erstes platzieren wir dazu die Gurtspinne auf den Patienten und richten diese aus. Hierzu legen wir zunächst den Beckengurt aufs Becken, dann die Schultergurte nach oben weg und fixieren diese auch gleich am Abstandshalter. Und ziehen zum Schluss die Beingurte nach unten raus. Okay, Verena, dann hier nochmal schließen. Ja. Und wenn wir an Rot anziehen, dann können wir fixieren. Die Beingurte können wechselseitig geschlossen werden, das heißt, es ist egal, welchen man zuerst schließt. Das gleiche trifft auch auf den Fußgurt zu. Anschließend wird noch der Längsgurt gespannt. Beim Schließen der Schultergurte gilt es zu beachten, dass sich möglichst viel Klettfläche überlappt. Anschließend lassen sich die Schultergurte straff ziehen und ebenfalls in den Abstandshaltern endgültig fixieren. Zum Schluss können auch die Hände des Patienten in den dafür vorgesehenen Handschlaufen fixiert werden. Befestigt werden kann die Corpuls CPR Gurtspinne auf allen genormten Schaufeltragen und Spineboards. Hier sehen wir exemplarisch die Kombination aus Schaufeltrage und Scoopboard. Wir hoffen, wir konnten euch auch dieses Mal wieder hilfreiche Tipps mit an die Hand geben. Für weitere Videos schaut gerne den Kanal, da könnt ihr auch immer ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keine Neuigkeiten. Für Wünsche und Anregungen runter in die Kommentare und wir geben zurück an die Produktion.